Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur nächsten Ausgabe Kommentare der Woche. Die letzten 3,5 Wochen ist kein Video am Sonntag gekommen in Bezug auf die Kommentare der Woche, denn das normale Setup war nicht gegeben und wir sind jetzt wieder in der Türkei, in Alanya. Und da freue ich mich, dir wieder die Kommentare der letzten Woche näher zu bringen. Ich picke mir da immer einige Kommentare raus und gehe dann gezielt nochmal darauf ein. Und vielleicht ist ja auch dein Kommentar dabei. Oder eventuell bei der nächsten Folge, nächsten Sonntag. Dementsprechend schau dir das unbedingt gerne an. Und wir wollen keine Zeit verlieren, starten direkt rein. Und wenn dir das Video gefällt oder auch die Playlist Kommentare der Woche, ich werde sie am Ende des Videos verlinken. Lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar natürlich auch gerne und aber auch natürlich ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Und vergiss auch gerne nicht die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Es folgen immer tagtäglich Videos von mir, Updates. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du uns da verfolgst. Und da wir die letzten 3,5 Wochen in Deutschland waren, musste ich mich persönlich natürlich ein bisschen anpassen und in dem Fall natürlich auch in Bezug auf die Kleidung. Und da schreibt Shadi P., tut mir sehr weh, dich mit so einer dicken Jacke zu sehen, Markus. Man muss nicht ständig an einem Platz sein. Für die Zukunft werde ich mir 1 bis 2 Basisländer auswählen und andere für eine Weile bereisen. Hier geht es darum, ob man sich immer nur für ein Land entscheiden muss, ob man dort leben möchte oder nicht. Wir sind so gepolt, dass wir in Deutschland zum Beispiel geboren sind und dementsprechend immer nur in Deutschland verweilen. Und heutzutage allerdings ist das schon nicht mehr ganz so selten, dass man pendelt oder auch zwischen 2 oder 3 Ländern auch lebt. Und da schreibt Stefan in diesem Bezug, musst du unbedingt nur in einem Land leben? Ich lebe in beiden Ländern, das bedeutet in Deutschland und in der Türkei. Sommer definitiv in Deutschland. Die Hitze in der Türkei ist für mich unerträglich. Herbst und Frühjahr in der Türkei. Perfekte Temperaturen, Weihnachten und Winter in Deutschland. Weil auch sehr schön und die Infrastruktur ist für kalte Zeiten gut gerüstet. Natürlich gibt es ja auch den Spruch, es gibt kein falsches Wetter, sondern eher falsche Kleidung. Man kann sich immer anpassen. Und die Frage ist natürlich ganz klar, wenn du jetzt im Sommer in der Türkei bist, natürlich, dann bist du viel drinne. Die Klimaanlage läuft und im Winter, weil es so kalt ist, bist du auch viel drinne und die Heizung läuft, ja. Also der Mensch ist anscheinend ein Stubenhocker. Heutzutage zu pendeln, auch vielleicht sogar aus steuerlichen Gründen, macht es auf jeden Fall Sinn, 2 oder 3 Länder zu haben oder in ein Niedrigsteuerland, wenn es um Steuern geht, natürlich zu leben. Peppermint schreibt, bin gespannt auf eure Videos aus Alanya, mag Kianas kurze Videos sehr, macht das Bild komplett, habt eine schöne Zeit in der Sonne. Vielen Dank, lieber Pepper. Tatsächlich, ja, wir sind wieder in Alanya und es folgen wieder Videos aus Alanya. Check auch gerne das letzte Video von gestern eventuell ab, von Samstag. So geht es nämlich dann weiter. Und tatsächlich, Kiana, sie freut sich, auch immer wieder reinschauen zu können. Und ich habe ihr das schon vor Jahren gesagt, sie soll doch auch gerne mal mit YouTube starten. Sie hat aber schon auf einer anderen Plattform mit TT sozusagen auch schon angefangen. Das macht ihr richtig viel Spaß und ich denke, sie hat wirklich das Talent dazu. Und ich freue mich auf weitere Kommentare, auch in Bezug auf Kiana. Dementsprechend checkt unbedingt auch gerne ihren Kanal. Ich frage sie nachher mal, ob ich ihren Kanal hier verlinken kann auf TT. Und dann werdet ihr das sehen und gerne verfolgen können. Dazu in diesem Zusammenhang auch, King schreibt, deine Tochter passt vor die Kamera, sie hat das Gesicht dafür sympathisch, ein schönes Lächeln. Sie sollte alleine was machen. Ganz genau, das habe ich ihr auch vor Jahren schon gesagt und ja, mal schauen, was passiert. Also bleibt gespannt, bleibt dran. Ein weiterer Kommentar von Anetar. Richtig heftig. Bin gestern aus der Türkei zurückgekommen. Wenn ich mir das Wetter hier angucke, dann möchte ich gleich weinen. Dunkel, grau, depressiv. Ich werde bestimmt die Tage krank. Das ist ganz, ganz oft so ein Phänomen, dass man, wenn man aus dem Urlaub kommt, dass man kurze Zeit darauf krank wird. Ich denke, das ist natürlich auch eine mentale Geschichte. Denn wenn du natürlich die ganze Zeit schönes Wetter hast und dann kommt so eine depressive Stimmung, die Atmosphäre in Deutschland vielleicht auch für viele zu depressiv, zu grau, zu kalt, zu dunkel, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Wir haben es ja jetzt auch gesehen und wir haben die letzten Wochen in Deutschland echt gutes Wetter noch gehabt, speziell für Hamburger Verhältnisse. Also dementsprechend, ich kann das schon nachvollziehen und da ein absoluter Tipp von mir, wenn ich in Deutschland durchgehend leben würde, würde ich mindestens auf Vitamin D, K2 und Magnesium zurückgreifen, auf Nahrungsergänzungsmittel. Ist nur das, was ich mache. Und selbst hier in der Türkei, obwohl die Sonne scheint, obwohl natürlich
die Laune gut ist, keine depressive Stimmung meiner Meinung nach herrscht, nehme ich trotzdem Nahrungsergänzungsmittel. Weil, warum? Man ist ja nicht dauerhaft in der Sonne draußen. Ja, und deswegen haben auch viele Menschen hier einen tiefen Vitamin-D-Spiegel. Heutzutage weiß man ja, dass nicht nur das Mentale entscheidend ist, sondern auch das Blutbild. Ja, und wenn ein Arzt zu dir sagt, oh, Blutbild, also alles in Ordnung, wir haben ein großes Blutbild gemacht, dann solltest du den Arzt mal fragen, was ist ein Aminogramm, was halten sie von Nährstoffen, und frag ihn auch mal, ob die Ernährung irgendwas mit deinem Gesundheitszustand zu tun hat. Petit schreibt, Jugendliche sind in Deutschland heute gefährdet. Deshalb die richtige Entscheidung, Deutschland zu verlassen. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir werden sehen, ob es die richtige Entscheidung ist oder war. Im Nachhinein weiß man immer mehr. Es kann überall was passieren. Auch hier in der Türkei natürlich gibt es sehr viele Menschen, sehr viele Flüchtlinge sozusagen, die von A nach B über die Türkei, vielleicht nach Deutschland, nach Europa weiter wollen, um sich dort natürlich niederzulassen. Und dementsprechend muss man natürlich auch im Leben immer auch Glück haben. Aber ganz klar, wenn man weiß, dass die Kriminalitätsrate in Deutschland am Explodieren ist, dann muss ich auch nicht unbedingt mein Kind dort aufwachsen lassen. Wenn du aber so wie wir jugendliche Kinder hast, die auch mehr oder weniger kurz vor der Volljährigkeit stehen und die entscheiden sich, ich will jetzt dort bleiben, ich will bei meinem Papa bleiben, ich will bei meiner Mutter leben, bei meiner Oma oder sonst wo in der Familie, und dass deren fester Wunsch ist und fester Wille ist, um sich vielleicht auch einen Traum zu erfüllen in Bezug auf Sport, dann kann man das natürlich schon verstehen. Und es ist ja letztendlich auch immer eine Frage des Umgangs, beziehungsweise auch dort, wo man sich herumtreibt. Aber wenn du dich natürlich in normalen Gegenden aufhältst, nicht unbedingt dauerhaft am Hauptbahnhof rumstehst oder auch am Steindamm in Hamburg, ja gut, dann sollte da auch nichts großartig passieren. Wobei 100% Sicherheit wird es auch selbst in Dubai nicht geben. Ein Kommentar, der so ein bisschen gegen mich spricht eigentlich, ist von Lotte. Und zwar, hallo, schön, dass du wieder zurück bist. Ich würde aber gerne einmal was loswerden. Du läufst oben, wo die Leute spazieren gehen und Rad fahren. Unten ist der Strand. Bitte, warum nimmst du so wenig Rücksicht und rennst da oben auf dem Fußweg? Oben ohne rum. Alle, die auf dem Weg laufen, sind angezogen. Bitte nimm doch Rücksicht, es ist unangenehm, besonders für muslimische Frauen und Kinder. Das hat was mit Respekt zu tun. Vielleicht überdenkst du das mal. Liebe Grüße. Liebe Lotte, vielen Dank für deine Nachricht, für deine Worte. Ich glaube, du warst noch nicht in Alanya. Ich glaube, du warst noch nie hier in der Türkei, in den südlichen Regionen. Es ist vielleicht nur eine Momentaufnahme gewesen, dass du zufälligerweise im Hintergrund niemanden oben ohne gesehen hast. Aber ganz ehrlich, wenn ich auch nachher wieder zum Strand gehe, dann werde ich oben ohne laufen, weil das der Strandweg ist. Ich laufe ja nicht unten am Strand am Wasser. Und vor allen Dingen, glaub mir, bin ich nicht der Einzige. Und glaub mir, ich bin schon am Polizisten vorbeigelaufen, an der Gendarma, und es ist alles easy. Ich danke dir trotzdem. Und dann nochmal, was ganz Wichtiges auch. Wenn du glaubst, die muslimischen Frauen, aber hallo, dann komm mal nach Alanya und schau selber mal rum, wie muslimische Frauen hier in Alanya rumlaufen. Und nicht nur am Strand, sondern auch in der Stadt. Dann fällt dir aber vielleicht auch nichts mehr dazu ein. Dementsprechend, ich kann nur jedem empfehlen, ganz klar sich an die Regeln zu halten, gesetzestreu zu bleiben, alles easy. Aber du darfst mir gerne mal auch deine Meinung dazu dalassen, wenn du mal hier in Alanya warst, in dieser Region, in Alanya, in der Stadt, nicht jetzt irgendwo außerhalb, ja, speziell in Alanya, ober am Strand zum Beispiel. Hast du da noch nie Menschen oben ohne laufen sehen, joggen? Also ich sehe das jeden Tag. Lass mir deine Meinung gerne dazu da. Kommen wir zum letzten Kommentar von Baumkuchen Ali. Bleiben Sie für immer in der Türkei und tschüss. Ob wir für immer in der Türkei bleiben, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird auch niemals von mir kommen, dass ich sagen werde, ich bleibe für immer in der Türkei. Oder ich bleibe für immer in Deutschland. Oder ich bleibe für immer in Paraguay. Oder sonst irgendwo. Nein, das kann man einfach nicht sagen. Und es gibt auch viele Menschen, die in Deutschland aktuell sind und wahrscheinlich heute noch sagen, ich bleibe für immer in Deutschland. Der Mindset damals von mir war ja auch so. Es war ja gar keine andere Option, irgendwie woanders hinzugehen. Und dementsprechend ganz klares Statement von mir, kein 100%.
Und falls ich das früher mal in irgendeinem Video gesagt haben sollte, dann ist das heutzutage auf jeden Fall für mich nicht mehr stimmig. Denn heutzutage musst du flexibel sein. Egal wie oder was, wo passiert, kann es sein, dass man das Land wieder wechseln muss und verlassen muss. Und dementsprechend kein klares Statement von mir. Die Türkei, sie ist ein schönes Land, es ist stimmig, wir haben hier einen festen Wohnsitz, wir zahlen hier keine Miete, wir haben hier alles ausgestattet, wir haben hier eine gute Community und es läuft soweit auch alles sehr gut. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in anderen Ländern zu leben und teilweise, ich komme am Anfang des Videos zurück, sogar auch mal für ein paar Monate länger außerhalb der Türkei zu sein. Und wenn es gerade auch beruflich erfordert wird, dass ich woanders hingehe, ob das Deutschland ist, ob das Dubai ist oder sonst wo, dann ist das so. Ja? Dementsprechend bleiben Sie für immer in der Türkei, kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, egal wo du gerade bist. Und ich danke dir, dass du bis jetzt hierher das Video geschaut hast. Lass dem Video gerne jetzt nochmal spätestens einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und die Glocke nicht aktivieren zu vergessen. Und aber auch natürlich kannst du auch gerne deine Meinung, deinen Kommentar vielleicht zu dem einen oder anderen Kommentar auch da lassen. Dementsprechend freue ich mich auf das nächste Video, wenn du wieder reinschaltest am nächsten Sonntag. Kommentare der Woche und ansonsten die nächsten Videos kommen auch unter der Woche. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.